Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget React, ja, würde ich mal so sagen. Ich habe wieder mal ein Video von euch eingeschickt bekommen, was ich mir mal anschauen sollte. Ja, ich hatte ja in letzter Zeit mal hier und da mal rumgeschaut gehabt, welche Videos man sich von Shakes and Fidget anschauen kann, die sehenswert sind. Und das wurde mir hier vorgeschlagen. Und ja, falls ihr noch mehr Videos von mir sehen wollt, die ihr schon mal gesehen habt oder so und die ihr gut findet, Shakes and Fidget bezogen natürlich, dann könnt ihr mir das sehr gerne in die Kommentare auch schreiben oder auf Discord oder so und dann schaue ich mir das Ganze mal an. Und jetzt schauen wir mal in dieses Video rein. Es ist wohl so ein bisschen interviewmäßig mit den Entwicklern und da bin ich mal sehr gespannt, wie Pfeil und Bogen, was das Ganze hier mit sich bringen wird. Und let's go, würde ich mal sagen. Wir haben ja auf jeden Fall erstmal ein heftiges Intro am Start, ja. Ist von Bubble Universe, ja, Bubble ist glaube ich auch irgend so eine Internetseite, ich weiß gar nicht ganz genau, Bubble Universe Gaming, ja, haben hier irgendwie, weiß ich nicht, ob die eine Interviewseite sind oder so, keine Ahnung, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ja, aber wir schauen mal rein. Bei Shakes and Fidget. Ich habe mal irgendwo was von denen gesehen und fand das total witzig und dann erkundigt man sich halt weiter und irgendwann haben die auch angefangen für BAFT zu zeichnen, so Comics, und ist man dann dran geblieben. Als es dann hieß, ihr schaut bei denen vorbei, habe ich mich natürlich sofort eingeklinkt. Also er ist jetzt bei denen zu Hause da quasi so und will die jetzt da wohl interviewen oder so. Ich hatte ja auch mal gesagt, es wäre so nice, hatte ich auch schon im letzten Video schon gesagt, wenn man die mal irgendwie auf der Gamescom sehen würde, wenn das mal wieder stattfindet, ey. Das wäre auf jeden Fall eine richtig geile Aktion. Grüß dich, schön dich kennenzulernen. Also, ja, wieder der Shakes und der Fidget, ja. Ich bin Marvin. Oskar. Oskar, das T-Shirt. Danke. Ist auch schon, warte mal, wie lange ist das Video jetzt her? Muss ich mal schauen, ist ja schon ein bisschen 2012. Ja, schon 9 Jahre, ist halt schon alt. Ja, hat sich viel getan. Ja, gerne. In der Zwischenzeit. 9 Jahre war dann relativ zum Anfang, muss man dann dazu sagen. Ne? Shakes and Fidget, das Game gibt es ja jetzt schon 11 Jahre. Den Comic ist natürlich schon deutlich länger. Ne? Seit wann, weiß ich jetzt aber auch nicht. So tief bin ich da jetzt auch nicht drin in der Materie, muss ich sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ziemlich interessant. Das sind so die Startzeiten vom Spiel auf jeden Fall. Ja, das ist quasi das Shakes and Fidget Hauptquartier. Ja, früher haben wir das mal in meiner Wohnung gemacht, aber jetzt, wo Marvin diese wunderschöne, große, tolle Wohnung hat, machen wir das immer hier. Ja, ich bin der WoW-Spieler, insofern kommt der meiste Ideenkram von mir. Und dann treffen wir uns hier und denken uns den Käse dann gemeinsam aus. Also grobe Grundidee kommt von mir und dann setzen wir uns hin und mokeln da eine lustige Sache raus zu dem jeweiligen Thema. Ich muss auch sagen, der Oskar, der sieht ganz anders aus heutzutage. Der streamt ja noch auf Twitch regelmäßig noch so, ne? Hat sich irgendwie total, also Gefühl, ich habe jetzt schon länger nicht mehr reingeschaut, aber das letzte Mal, als ich bei ihm drin war, irgendwie total verändert irgendwie. Ja, erzähl mal keinen Scheiß hier. Das ist the Magic Table. Ja, und da passiert dann Stift-Magic. Genau. Und dann kommen Da da werden diese... Welten erschaffen. Hier ist ein sehr, sehr krüppeliges Storyboard, aber da sieht man, der Text ist schon drin und die grobe Aufteilung und dann... Das reicht mir, genau. Das sieht schon nice aus, auf jeden Fall, ja. Kann man auch so direkt ins Spiel implementieren. Auf jeden Fall nächster Dungeon-Gegner hier. Er sieht auf jeden Fall sehr furchteinflößend. Für machen wir da. Das ist jetzt die fertige, da sind natürlich hier der Text drüber. Ich kann ja die Ebenen mal abschalten. So sieht es dann aus ohne Text. Die Faces sind aber so geil, ja? Das mit den Augenbrauen so. Ja, Danke. So ein Schönes ist ja, da wir ja da auf BAFT vertreten sind, da gibt es ja die schöne Funktion der Comments. Und wir lesen natürlich jedes Mal, wenn die Folge rauskommt, die User-Kommentare. Wo ist der Pilz? Das Feedback. Und da kriegt man dann halt mit, wo stehen die Leute drauf? Also hat die Folge überhaupt funktioniert? Also haben die Leute gesagt, geil, beste Folge, die es jemals gab. Was lustigerweise bei jeder Folge irgendeiner sagt. Ja. Und wenn es nur einer ist. Feedback ist eine wichtige Sache für uns und unsere Weiterentwicklung und so. Und wenn wir nicht Feedback gehabt hätten, dann wären wir jetzt auch nicht an der Stelle, wo wir jetzt sind. Also damals noch so also zu den Zeiten, also das ist ja jetzt wohl, also das Video zumindest ist jetzt 9 Jahre alt, weiß nicht, wie alt das Interview ist, das kann ja jetzt auch schon älter sein. Ne? Auf jeden Fall, wenn es jetzt 9 Jahre alt gewesen wäre, dann waren sie jetzt immer noch da am Comics zeichnen, so, während das Spiel schon längst draußen war. Mit dem Spiel selbst haben sie, glaube ich, nicht so viel zu tun. Ich weiß, dass Marvin noch ab und zu mal ein bisschen was zeichnet für die im Auftrag, aber so an sich mit dem Game haben die gar nicht wirklich viel am Hut jetzt so, außer halt die Charaktere dafür entwickelt so, ne? Na dann fang du mal an.
Soweit ich auch gehört habe, kriegen die keinen einzigen Cent irgendwie dafür, ne? Außer wenn jetzt halt irgendwie der Marvin noch für Aufträge zum Zeichnen, für neue Dungeons oder so beauftragt wird, ne? Aber so an sich von dem Spiel verdienen die, glaube ich, 0 Cent. Aber ich will jetzt nichts falsch erzählen, aber ich glaube, ich meine, das mal gehört zu haben auf jeden Fall. Shakes und Fidget sind entstanden aus Shakes. Nein, also damals zu Star Wars Galaxies Zeiten, wo ich das wunderbare Star Wars Galaxies, was mein erstes Online-Rollenspiel war, entdeckt hatte, bin ich irgendwann aus irgendeinem Grund auf die tolle Idee gekommen, dass man einen Community-Comic machen könnte. Und dann stand irgendwann ein WoW in den Startlöchern, noch vor Beta-Zeiten und tralala. Da kam man dann an und meinte, hat mir halt von seinem Projekt. Also es ist halt nice, ne? Hier Oscar Panier und Marvin Clifford, dass die sich halt da, ja, sich quasi selbst gezeichnet haben und die auch einigermaßen akkurat aussehen, wie ich finde, so. Und die sich halt in so einem Spiel verewigt haben und da die Hauptdarsteller jetzt sind quasi von dem Game. Das ist schon sehr nice. In einem Spiel jetzt auch, oder in einem Comic insgesamt, oder jetzt, was jetzt schon über 10 Jahre jetzt schon erfolgreich ist. Berichtet, was er vorhat. Und jetzt sind wir dazu übergegangen, dass wir immer noch, klar, die Geschichte zusammen machen, wobei der meiste Input von ihm hier kommt. Dann wird gezeichnet. Das sah total motiviert aus. Das ist mein Part. Ich muss die Kacke ja spielen, damit ich da auf Ideen komme. Wir haben sogar Feedback bekommen von jemandem, der noch nicht mal, also zu den Anfängen von World of Warcraft, wo er noch nicht mal wusste, dass man überhaupt mit dem mit dem Geisterheiler im Jenseits von World of Warcraft sprechen kann. Wir sind sozusagen die WoW-Anleitung in lustig. Ja, genau. Ist schon cool, irgendwie überhaupt zu erfahren, dass er eigentlich großer Fan von uns ist. Jan Hegenberg hatte mal einen Song gemacht für Shakes and Fidget. Also es gibt einen richtigen Shakes and Fidget Song oder eine Hymne oder ich weiß nicht ganz genau, auf jeden Fall der Hegenberg. Ich kenne den jetzt nicht so, ich weiß jetzt nicht, welche Lieder er noch gemacht hat. Ich glaube, ein paar Bekannte sind noch dabei. Auf jeden Fall Shakes and Fidget ist, also es gibt einen Shakes and Fidget Song, den könnt ihr mal auf jeden Fall mal googeln, falls euch das interessiert. So. Seid ihr ein großer Fan von ihm? Wir kannten seine Sachen auch, klar. Man war mir auch schon sehr viel länger ein Begriff. Ein Begriff war er. Der lässt es bestimmt noch mal blicken. Wir versuchen ja immer noch irgendwie einen Song aus ihm rauszukitzeln. Genau, du sagst, mach mal Shakes und Fidget Lied und dann sehen wir weiter. Okay, also ja, auf jeden Fall gab es den Song wohl da noch nicht. Nach dem Interview gab es dann wohl anscheinend den Song. Ja, also der Song ist schon länger draußen. Ich wusste jetzt nicht, dass es den da noch nicht gab. Aber es ist ja interessant, ist ja lustig zu sehen auf jeden Fall. Mach mal ein Lied und hat er ein Lied gemacht, ne? Genau, richtig. Ja. What do we need here? I don't know. I don't know where they are. They're not here. There's probably a cave somewhere around here. Wir spielen immer noch nicht sehr viel, aber wir spielen schon öfters. Ist es denn zu diesem 8-Stunden-Gamer-Tag, von dem Anthony geredet hat, schon gekommen? Nein. Ich glaube, das würde er mit mir auch nicht machen können. Ich laufe ihm gerade eigentlich nur hinterher. Ich nehme an, er läuft zur nächsten Quest oder um die abzugeben. What are we doing right now? We're going to do a quest. You can skin them too, you know. I do not like Nina's way to play. I think there are much more efficient ways of leveling and killing and everything. And, well, she likes to have things her way, so Der Blick gerade. she just keeps doing things her way. Yeah, but it should be fun. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was jetzt dieser Inhalt des Films jetzt hier nun widerspiegeln soll. Klar, WoW ist natürlich in Bezug auf Shakes and Fidget natürlich eine Anlehnung so, aber ich verstehe Yes, jetzt it depends den Part vom Video jetzt on nicht your ganz. point of view. Oh, look, you're dying. I'm not. Ja. Naja, I don't take it that seriously because I really don't. There's other people that play 12 ich weiß jetzt hours auch a nicht, day wer er ist jetzt and they momentan. play the whole 12 Schildern hours. auf jeden Fall ihre Gamer-Karriere hier wieder. Those Aber are ich hard. glaube, das ist jetzt Und nicht so das kann ich mir jetzt kaufen, interessant. um meine Skills zu verbessern. Wenn ich dann spiele, dann merke ich dann so, das und das in der und der Kombination funktioniert ziemlich gut. Und er tüftelt sich das um vornherein schon alles aus. Nice to know auf jeden Fall. Bockwurst. Wir spielen uns ja immer, wenn wir dieses Brainstorming zu Anfang machen. Hier 2009 im Hintergrund sehen wir hier sehr wachsames Auge auf jeden Fall. Also auf jeden Fall von 2009 der Kalender. Also das Interview an sich schon vielleicht ein bisschen älter. Ja, also 3 Jahre noch älter, als wir gedacht hatten. Ne? Also das Interview ist wahrscheinlich entstanden also das Interview ist älter, glaube ich, als das Spiel selbst, wenn es von 2009 ist. Dann spielen wir uns eigentlich so viele Szenen selber vor und denken da eigentlich mehr so in Richtung Zeichentrick. Und funktioniert natürlich nur bedingt. Irgendwas über den Kopf wie.
Naja, auch so, wie man sich so einzelne Gesichter vorstellt. Man hat dann so Bilder im Kopf. Mach mal, dass er so guckt. Genau, so. Ja, nee, mehr. So, das eine Auge vielleicht größer, das eine vielleicht halb geschlossen. Ey, ihr müsst mir signieren. Bitte. Was sind das? Bitte. Also das Game ist ja jetzt schon 11 Jahre alt, so, ne? Ich glaube jetzt ein bisschen noch älter als 11 Jahre, ein bisschen, ne? Auf jeden Fall ist das dann halt davor entstanden, so. Also das Interview muss dann, bevor das Spiel released worden sein, muss dann das Interview hier gehalten worden sein. Und das waren ja dann nur die Anfänge, also die Comiczeichnungen. Mehr war es ja zu dem Zeitpunkt dann auch noch nicht, wenn es jetzt 2009 wirklich entstanden ist, ne? Gut, okay. Muss ich jetzt mal einen Stift suchen. Schwarzes. Wir machen das mal vorne. Genau, wir machen quasi Silber außen, weil das nämlich voll schick aussieht. Das Poster, das habe ich ja hier noch im Hintergrund. Da, hier. Das ist das Poster. Was ihr hier seht, ist das Poster. Oder? Nee, nicht ganz. Das war was anderes. Auf jeden Fall flog da auch dieser fette Geist da im Hintergrund. Das habe ich auf jeden Fall gesehen. Schick, na dann, tschüss. Vielen Dank. Bitteschön. Ich finde das total krass. Einfach mal so fix so aus der Hand so gezeichnet, so erster Versuch. Die Berliner sagen ja aus aller Mengen. Ja, nice. Auf jeden Fall so ein bisschen so ein kleines Interview, mehr oder weniger. Auf jeden Fall eher so, ja, jetzt will ich nicht so sagen, so interviewmäßig, eher so gemütlich bei denen zu Hause auf jeden Fall. War interessant, ne? Konnte man sich, denke ich mal, ganz gut geben. Und ja, auf jeden Fall, falls euch das gefallen hat und mehr von solchen Sachen sehen wollt, dann lasst es mich gerne wissen. Falls ihr noch irgendwelche weiteren Vorschläge haben solltet, die ich mir mal angucken könnte, ne, die relativ sehenswert sind, dann lasst es mich wissen in den Kommentaren und dann soll es das soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.